Hey, willkommen zurück zu einem neuen Video. Anlässlich des Weltfrauentags am 8. März dachte ich, es ist Zeit, dass wir Frauenpower zelebrieren, und ich habe heute Düfte von Marken mit dabei, die eben von Frauen gegründet bzw. geleitet werden, denn ich finde, wir Frauen müssen zusammenhalten und wir schauen gemeinsam auf die Marke bzw. auf die Gründerin, und ich habe immer mal einen Duft mit dabei, wo ich sage, das ist so schon ein bisschen mein Lieblingsduft von der Marke, wenngleich die natürlich weitere sehr schöne Düfte haben, aber manchmal muss ich mich ja entscheiden. Und die erste Marke ist Affinisance, und wir schauen mal ganz kurz, was wir da auf der Website auf parfum.com stehen haben. Sophie Bruneau ist die Gründerin von Affinisance. Sie hat wahnsinnig lange Erfahrung in der Parfüm- und Kosmetikindustrie und hat dann 2013 ihren Traum verwirklicht und Affinisance eben gegründet. Wahnsinnig sympathische Frau, wenn man sich so das Bild anschaut. Und ihr könnt es bestimmt erraten, welchen Duft ich dabei habe. Ja, ich musste den Santal Basmati mitnehmen, weil ich finde, dass dieser Duft einfach wahnsinnig besonders ist. Und ich finde, das steht ja irgendwie auch für Frauenpower pur, wenn man so einen Duft, so einen Statement-Duft tragen kann. Umso mehr hat mich gefreut, dass der Duft von Alexandra Carlin entwickelt wurde, also auch einer Frau. Dieser Duft ist einfach so einzigartig und so besonders. Der hat einfach diesen Reisduft so gut übersetzt mit einer holzigen Basis und ist einfach wunderschön cremig. Ein super schöner Wohlfühlduft. Ein Duft, der wirklich seinesgleichen sucht. Ein Duft, den ich in der Art und Weise, in der Komposition noch nicht gerochen habe. Der ist einfach super einzigartig und individuell. Einer von meinen wirklich absoluten Favorite-Düften, und ich habe mich riesig gefreut, als ich die Kommentare von euch unter den Videos gesehen habe, als ich den Duft schon mal dabei hatte, weil der scheint bei euch genauso beliebt zu sein wie bei mir. Und ich finde tatsächlich, dass das ein Unisex-Duft ist, also können Frauen als auch Männer tragen. Santal Basmati, sehr einzigartig und sehr individuell. Another ist die nächste Marke, die von Ariella Applebaum gegründet wurde. Und sie hat sich quasi die Prämisse gesetzt, dass sie eben Geld nicht für teures Marketing ausgeben möchte, sondern eben für einen qualitativ hochwertigen Duft. Und ich würde sagen, das mögen wir doch, oder? Ich habe euch heute den Crushed Velvet von Another dabei. Ein Duft, den ich wirklich sehr schön finde. Der Crushed Velvet für mich definitiv ein femininer Duft, ein sehr samtiger, süßer, ja, cremiger Duft, der aber eben auch eine holzige Basis hat. Ich finde, das ist auch ein wirklich schön femininer Duft, der dich einlädt, sich einfach wohl zu fühlen, sich fallen zu lassen. Der ist nicht aufdringlich, finde ich. Der ist wirklich sehr angenehm von der Sillage her und deswegen auch der perfekte Alltagsduft. Besonders schön finde ich hier wirklich diese Komposition aus dieser Vanilleorchidee, die natürlich was Süßes, aber auch Cremiges mit reingibt. Und wir haben aber trotzdem auch würzige Aspekte mit drin. Mohn. Wir haben auch einen leichten Weihrauch mit drinnen. Das ist nicht total im Vordergrund, macht den Duft aber aus dem Hintergrund heraus sehr besonders. Und auch hier im Verlauf eben die Hölzer, ein schöner weißer Moschus. Also ich finde, der Crushed Velvet ist wirklich ein sehr gefälliger Duft, wo ich mir wirklich vorstellen könnte, dass der vielen von euch gefallen könnte. Voyage Imaginaire ist die nächste Marke, die gleich von zwei Frauen geführt wird. Lasst uns mal kurz reinschauen. Camille Goutal und Isabelle Douillon sind die kreativen Köpfe hinter der Marke. Und was ich auch ganz spannend finde, ist eben diese Vision, Parfums zu schaffen, die nicht nur angenehm riechen, sondern eben auch die Sinne auf die Reise schicken, was Düfte ja allgemein auf jeden Fall im besten Fall schaffen sollten. Und von dem her würde ich mal schauen, wohin Azaha von Voyage Imaginaire uns so schickt. Aber ich muss sagen, ich finde diesen Start von dem Duft so schön. Wir haben Zitrusfrüchte, wir haben was ganz leicht Bitteres. Petitgrain ist nämlich mit drin und wir haben eine weiße Wolke, die auf einen zukommt. Es ist ein heller Duft, es ist ein erfrischender Duft, der aber trotzdem blumig süß ist. Wir haben hier auch Weißblütler mit drin. Das ist wirklich ein richtig cooler Duft und ich würde sagen, wir schauen mal, wohin uns die Gründerinnen denn so schicken möchten. Okay, die Geschichte. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer marokkanischen Dachterrasse, wo eine erfrischende Kühle aufsteigt und die Tageshitze lindert. Vorhänge bewegen sich träge im Wind, die vielleicht weiß sind. Und die Schatten der Orangenbäume strecken sich in der untergehenden Sonne. Azaha von Voyage Imaginaire auf der Haut. Eine köstliche Orangenblüte, gekühlt durch eine Infusion aus Petitgrain und Mandarine, die schließlich in ein weißes Vanille-Marshmallow schmilzt. Trügerisch unschuldig verlangt es subtil nach Übertretung, Sucht und süßer Hingabe. Ja, ich muss sagen, das passt wirklich sehr gut an einen heißen Tag. Der Duft hat definitiv so solare Noten, finde ich. Man riecht diese Sonne oder die Hitze raus und gleichzeitig ist der Duft aber auch einer, der einen so ein bisschen erfrischen kann.
obwohl er auch prickelnd ist. Also für mich wirklich ein sehr feiner Duft. Für mich tendenziell etwas feminin. Ein Duft, den ich tendenziell wirklich in den wärmeren Jahreszeiten tragen würde, da aber auch immer. Also würde ich gar keine Einschränkungen sehen. Er hat so einen sauberen, weißen Touch, wie ich finde. Sehr, sehr, sehr angenehm in der Nase. Memoirs London ist die letzte Marke, die ich für heute mit dabei habe. Und die Gründerin von dieser Marke ist Holly Hutchinson. Und wenn man sich so mal durchliest, für was sie steht, dann ist da auf jeden Fall Perfektionismus und akribisches Arbeiten mit dabei. Und was ich auch sehr schön finde, ist einfach, dass das Thema Nachhaltigkeit bei der Marke auch Einzug findet. Ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr wegzudenken. Und ich muss jetzt zugeben, ja, ich habe zwar vorhin gesagt, ich habe mich immer für einen Duft entschieden, aber bei Memoirs London habe ich tatsächlich 2 dabei. Das hat mehrere Gründe. Einmal haben wir von der Marke echt viele Düfte im Sortiment und die sind alle einfach richtig cool. Da ist es mir von vornherein schon schwer gefallen, mich überhaupt für was zu entscheiden. Und mein absoluter Favorit, der Magus, der ist jetzt, was die Jahreszeit angeht, tendenziell schwierig. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich den in den warmen Jahreszeiten trage. Ich möchte ihn euch aber nicht vorenthalten. Und deswegen habe ich aber gedacht, ich bringe noch eine Alternative mit, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich gerne in den warmen Jahreszeiten trage. So, dann lasst uns doch mal mit dem Magus reinstarten. Das ist wirklich ein Duft, den ich letztes Jahr lieben gelernt habe und mich wirklich geärgert habe, dass ich den davor nie gefunden habe, weil ich finde, der ist richtig lecker. Der hat im ersten Riechen definitiv schon einen orientalischen Vibe. Das ist ein orientalischer Duft mit unterschiedlichsten Gewürzen. Tatsächlich ein orientalischer Gourmand, was ich von Grund auf schon wahnsinnig spannend finde. Denn wir haben hier auf jeden Fall auch Kokos mit drin, aber nicht zu intensiv. Was man zeitweise richtig schön rausriecht, ist der Zimt in diesem Duft. Zimt mag ich in Düften eh wahnsinnig gerne. Und der wird aber sehr weich. Also wenn man sich jetzt mal anschaut, was in dem Duft alles drin ist, dann könnte man meinen, man wird davon erschlagen. Das ist aber bei dem Magus wirklich gar nicht der Fall, sondern diese einzelnen Duftkomponenten sind so harmonisch und fast schon balsamisch aufeinander abgestimmt, dass das einfach so ein Komplettbild gibt, was ganz, ganz angenehm zu riechen ist. Der Duft bleibt auf jeden Fall orientalisch, der behält seine ordentliche Portion Süße, aber behält auch seine leichte Würzigkeit, die eben dieses Orientalische schon irgendwie bedingt und bekommt so eine schön leicht harzig süße Note. Für mich wirklich ein wahnsinnig leckerer Duft, aber halt eher für Herbst und Winter. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen uns noch meine zweite Wahl an. Und zwar habe ich noch den Aurora dabei. Ja, Aurora ist synthetisch, aquatisch, hat einen frischen Vibe. Wir haben hier maritime Noten mit drin. Ein sehr heller Duft, ganz leicht blaue Einschläge. Was aber mega schön ist, dass der eben fruchtige Komponenten drin hat und da eben zeitweise Melone so schön rauszuriechen ist. Das ist ganz arg frisch, das ist ganz arg fein und deswegen auch für Frühling und Sommer richtig, richtig gut geeignet. Ich finde, der Aurora ist nicht der komplexeste Duft. Der hat so ein bisschen was von Eiscreme oder eher Eissorbet, weil er schon fruchtig, aber süß ist, leicht cremig. Er hat auf jeden Fall auch einen synthetischen Touch. Definitiv ein femininer Duft, wie ich finde. Würde ich jetzt nicht an Männern sehen. Der ist von der Sillage her nicht so aufdringlich, deswegen finde ich auch fruchtig synthetisch in der Komposition nicht schlimm. Ich finde, wenn der zu intensiv wäre, dann könnte es sein, dass meine Nase es nicht verkraftet. Aber so wie der komponiert ist, kann sich das wirklich sehen lassen. Der ist für jeden Tag geeignet. Der ist unaufdringlich, fruchtig, süß, sehr angenehm für die Nase und sehr unkompliziert zu tragen. Und wenn du jetzt sagst, ja, Frauenpower, bin ich dabei, einer von diesen Düften interessiert mich, kannst du natürlich einen gewinnen in 8 ml. Dafür einfach den Channel abonnieren, like das Video und schreib mir in die Kommentare, welchen von diesen Düften du ausprobieren möchtest. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Ciao, ciao!